draait van de weg, ween de zin. Jezus, heute op die. Best je tom en je kom uit die zaal. Hast den Dorsch für ein Drink von der Qual. Jesus, heute auf die. Oh, kommt doch, der Tod kriegt, der uns von Bruder sagt, wie du Vergebung betont, dort die
wachts voor die kroon. Deine Welt van den Schutz wordt gevoeld. Guten Morgen, Kirk. Wie dein in Leben in Gott, so wo immer je von dir sind, steht ab und werden wir am Tag anbeten. Ich wir begrüßt durch meine Scham. Wer kann wählen allein so ne Weg, dort wir mich gehen, aber ich die meine dort wir mich gehen, but
Ob das die Ehe sein, vielleicht Dinge, die kann noch jünger ans kommen, aber wenn du und uns sieht was, dann lebe ich für die Ewigkeit. Wenn du was, da wird du gewandelt. Und du gewannst über alles. Du bist wundervoll, du bist so mächtig in uns Leben. Wir verluten uns auf die und auf dein Wort. Wir wollten, dass du bist Gott. Du bist mächtig, du bist von unserer Seite. Du bist das Fundament, du bist der Eckstein von der Kirche, Jesus. Du bist Vater. Herr Jesus, du bist an uns. Dankeschön, dass du uns das trösten, dass du uns das lehren, dass du Weisheit geben darfst. Dankeschön, Jesus, dass du in den Krieg gingst. Unser Weidel, uns Trüher, die schwere Tiden, wir bringen dich von dir in den Krieg. Wir kommen im Krieg mit dir. Und wir kommen auch in den Krieg mit allen guten Dingen und wir danken dir und wir loben dir für wie wundervoll Gott du bist für uns. Dankeschön für das Krieg. Dankeschön für die Durchhandlung für uns.
für den Preis betonen, was wir nicht für ihn haben können betonen. Dankeschön, Jesus. Was wir brauchen mit Freude vom Berg, und ein Dreck von der Weg, wenn die sehen, Jesus heiraut dich. Was die Taumen gekommen, die Saft, hast du durch für ein Ring von der Qual, Jesus heiraut dich. Oh, kom doch, når da Krist, deg oss vom Fuder sendt vi to, vergevon, betulvet, tortire bort for Jesus Krist. Låt det fela en light under häng, keine Israel till Leute bäng, Jesus heiraut dich. Bring dig till att förtyst och förfräng, från fördöden och levande läng, Jesus heiraut dich. Oh, kom
Dreer dat kreets willst du was für die Kraut. Sei die Welt von den Schatz, wo die Gott. Good Marius Lebenswasser online. Hey, mich freut dat die von der und hier so mit uns sind. Wenn du nie bist oder du das erste Mal bist, wo du uns kicken lässt, sei ja willkommen hier. Mein Name ist Fernando Lettimon. Ich hoffe, dass du wirst in Sehen kriegen durch diese nächste Stunde. Hey, wir wollen war ein von unseren Werten von der und Eva gehen. Und der sagt, wir wollen die Welt für Jesus gewinnen. Jesus ist die Hoffnung für die Welt. Und dort ist, woran wir Kirche online tun, damit wir Jesus rüberbringen in die Welt, dass die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, können Jesus annehmen. Und ich würde die Mut merken, kick rum, was wirst du tun können, damit dein Freund Jesus annehmen, der noch nicht auf Jesus angenommen. Vielleicht kannst du was tun, was am Wort der aufmerken, dass er Jesus annehmen. Hey, das nächste war wir eine Botschaft hören von Pastor John. Er ist eine Reihe von Botschaften, die nennen sich Näakjste Staupen. Das ist die dritte Botschaft von Feuer, die nennt sich Leew für Räajlen. So, wir sagen, was Gott uns von dir zu lernen hat. Good morning, Lebenswasser. Wo geht ihr dort von dir? Ich habe lauter Zeit so gedacht, dass nu ist es mit der Kirche al meest een beetje so mit Facebook. Und Facebook haben wir einmal eine lange Streit früher, was wir verhält nicht mal kann. Und ist es all meest so mit der Kirche, nicht? Dass wir kann uns bloß noch über TV oder wir sind nicht mehr körperlich taub. Aber ich lerne nur die Zeit. Dat we waren kennen, wie hoop zijn, in de nächste paar Wochen werden die Dinge sich ändern. Und dann waren wir top kommen als Kirche. So wie die Kirche Tommirken hat, waren ungefähr so wie 1000 Menschen an der Sonntagsmorgens. Und so wir haben 1000 Freunde online, können wir sagen. Oder wir haben viel mehr, wenn 1000 wären hier in der Kirche, aber dann wären noch viel online. Aber ich wünsche Gott sehen, als Sie hier dicht bei sind, oder wieder auf, oder wo immer ihr sind, oder was von der Tag und der Weg ihr das sein, mag Gott Ihnen wirklich sehen. Wir sind in der Botschaften, die nennen wie Näakjste Staupen. Und wir reden hier von jässlich Wassen. Wir haben immer wieder gehört von Ihnen, dass Jugendlichen jässlich zu wassen. Und so wir reden von Näakjste Staupen. Was haben wir jässlich wassen? Oder was von den Dingen sind wichtig, wenn wir wollen jässlich wassen? Wir haben uns gesagt, dass gesunde Dinge wassen. Und gesunde Garten, die wasst. Ich sehe nicht laatst, dass meine Früher wir merken einen Garten und so, die wasst. Wir eten noch nicht so Korn, aber wir waren noch ein Tag und so wieder. Aber die wasst. Und gesunde Kinder wassen. Gesunde Christen, die wassen. Na, wenn wir reden von jässlich wassen, dann reden wir nicht von Dollar gerat worden. Das sind so ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wenn jemand denkt, wie du so steht nun, dass ich will jässlich wassen, wenn ich will mehr gerat sein. Und willst du bist entweder gerat oder nicht, du hast du an Jesus glaubst oder nicht. Und wir wassen nicht jässlich zum Dollar gerat sein. Wir wassen jässlich zum Dollar so worden als Jesus. Wir wassen jässlich zum Verhältnis abbauen mit Jesus. Das ist ein bisschen so, wenn du vielleicht einen Jahr kennenlernst oder einen Jungen kennenlernst und du kommst mit der Taub, du bist ein Verhältnis. Je lernen zu leben. Und das war das meint mit jässlich wassen. Aber wenn das dort kann passieren, dann muss er erstmal leben sein. Und das wird die erste Botschaft. Leben verwassen. Und in dieser Botschaft rede ich von, dass wenn wir nicht wahre geboren sind durch den Heiligen Geist, dann hält sich es like, wie viel üterliche Dinge wir tun, aber wir wassen nicht jässlich. Wenn jässliches Leben kommt von Gott. Und so das wird die erste Botschaft. Die zweite Botschaft rede ich von Buße, Verrechtung. Einmal als Gott seine Kinder, wir sind am rechten Weg. Aber wir erlauben Dinge in uns Leben, die nicht reich sind. Und dann darf Gott seine Gnade uns bekennen in Buße. Und da rede ich eine fähige Botschaft von, wenn ihr die nicht gehört habt oder noch nicht gesehen habt, ihr könnt auf unsere Internetseite gehen oder auf unsere App und ihr könnt die drauf hängen, vielleicht sogar on YouTube. Aber Buße, Verrechtung, einmal müssen wir von Dingen weichen, wenn die leiden uns weich von Jesus. Das kriegt uns ein befriedet Leben. Aber einmal lassen wir uns Dinge zwischen mir und meine Frau kommen und wir tun Dinge, die uns wieder einbringt. Dann müssen wir dort zu sehen. Die Luft ist so dick, das spaziert sich nicht mehr fern. Du hast irgendwas zwischen uns gekommen.
dan moeten we dat wegnemen. So dat is wat Busse meint, dat we wegen weg van een ding. En we drehen ons van zin weg, we drehen ons naar God. Van der wil ik reden, live voor Räajlen. Nou weet je, wie zijn mensen wat mank Räajlen leven. Zum Beispiel op onze weg. Door wel we Räajlen haben. We willen door gesetzen haben, wat ons leiden doen, dat we niet ons alle om zich ungegeven. En hier in Mexico is het veel mensen dat we vorher ohne Räajlen einmal. Aber ich glaube, wenn wir 100 sind, wenn wir ganz steigen, wenn wir bleiben doch gewöhnlich in unserer Seite weg und holen still, wenn du ein Licht hast oder ein Stopsender, so eine Dinge. Aber wenn wir das mal alle rutschmeiten und bloß wild fuhren, so uns Schein ging, da wird viel Accidents geben. So Räajlen sind nicht immer schlecht. Räajlen fehlt uns einmal. Verschriften braucht wir alle als Menschen. Zum Beispiel, wenn wir backen dann. Vielleicht essen Cake backen und du weißt, die Cake, die soll reich uitkommen, oder die Zweiback soll reich looten. Dan zijn er gewisse Räajlen, wat alle mank moet en wo veel van jeder denkt. En so dat zijn sozusagen Verschriften, die zijn wichtig. Ik leg te kerken. En ik leg Salsa merken. Ik kan zeer schijne Salsa merken. Aber laatst merk ik me Salsa voor eier. Voor wij was rancheros naam weer hier in Mexico. En dan weer met dat toe down. En ik wist dat door jink vielleicht meel mank tarieren. Aber ik wist niet nee, wie het bakpulver of baksoda. En zo ik hier de baksoda maken, dat zal je te keinem zijn. Maar dat juist interessante Salsa, dat schuimt er nog zo. En zo dan word ik hostig aan, dat weer het orechte ding. En zo Räajlen zijn eenmaal wichtig op die stad. Dat we dat rechte eten krijgen, dat het recht schmeckt en zo'n dingen. Maar stel je mal voor, dat je een eigen, wat lifeless is, maar vol van Räajlen. Je hebt een lange buik van Räajlen, hij moet uitwendig leren, omdat je dat alle wordt nu komen. Wat van een eigen wordt dat zijn? Dat is een eigen waar keiner wil bang zijn, weil een eigen is modern wat wird, want twee mensen vrijwillig einer den anderen leven. En weet je, dat is wat God met die wil. Nou, dat is gleich, dat wanneer we gewisse Räajlen hebben, we hebben alle huisregelen. Jeder kerk heeft huisregelen, jeder heim heeft huisregelen. Maar wanneer de huisregelen weg worden als Leib, dan zijn we in trouble. En dat is wat God niet wil met zijn kinderen. En eine Ursache, wohin wir einmal uns weit aufhören von Gott und wo wir nicht geistlich wissen, als wir haben eine lange Strijd von Räajlen, aber wir leben Gott nicht. Du hast kein Liebesverhältnis zwischen mir und Jesus, zwischen mir und Gott. Und Gott hat uns gemerkt für Verhältnis. Gott hat uns gemerkt, damit uns Freund sind. Weet je, im Garten eigen fängt er al an, dat Gott wie met Adam en vertaubt. En een van de grootste dingen wat er passiert weer, dat Verhältnis zwischen Mensch en Gott wie gebrochen. Als zij zich verzinnen. En Gott ging zo weit, dat hij zijn zin schickt, en dat Liebesverhältnis waar het twee taubstaan. En zo dat is wat God met die wil. God wil niet een lifeloses, gnadenloses System, wo wir uns an viele Regeln und Vorschriften holen, aber wir haben keine Gemeinschaft mit Gott. Und so, wenn wir wollen geistlich wissen, dann will Gott sozusagen ein Liebesverhältnis mit uns abbauen. Und das ist, wo wir nennen lernen, als Gott seine Kinder. Und als ich al erst sagte, wir waren nicht da gerat, aber wir lernen da zu leben. Wir lernen da Gott zu lieben. Wir lernen am nur zu folgen. En dat we Jezus liken. En dat is het ziel. En dat is wat geestliche Wachstum deed. Maar dat vangt aan met leven. En zo Jezus, hij leert van de Räajlen naar leven. Als Jezus op deze wereld kwam, dan wordt hij geboren, ohne dat gezegd. Dat is een zeer wichtig ding, wanneer we onze Bibel studeren en wanneer we Jezus in de leer verstaan, dat hij leeft onder den oude bund. Nou, hij vangt dat aan te ändern. Hij vangt aan van Räajlen naar leven te wijzen. En zo hij wil niet bloos een Räajlen-verhältnis, hij wil een Leib-verhältnis, maar hij kwam dort handstellen. En als Jezus aan Kreuz starf en de gordijnen uit dem Tempel twee, dan weer de toegang naar God sozusagen die weer op. Dat verhältnis met God, dat ging nu te buren. We kunnen nu watergeboren worden en aan een liebesverhältnis aanvangen met God. En dat weer zijn ziel. Maar Jezus leeft in deze wereld, voor dat Kreuz, leeft hij onder het oude testamentliche systeem. Hij leeft onder een gezag en gewisse moden onder de Verschriften van de Ältesters.
En dat wir ganz grootste Trouble met Jezus, dat hij dat niet nu kwam. Hij deed niet Räajlen nu vallen. Dat zegt in Galater 4, Vers 4, aber als die Zeit ist gekommen wir, schickt Gott sein Sohn, geboren von einer Frau, en hoe je dat Gesetz gestalt. En so dit wo Jezus leeft, ganz bad am Kreuz, ganz bad hij gestorven in Abstand van dood, dan leeft hij onder het Gesetz. En hij deed gewisse dingen, hij kon je meer opnemen, wat er naar aanwijzen, dat hij leeft onder het Gesetz en dat hij weer het Gesetz gehoorzaam en zo wie dat staat. Hij weer niet immer die ältestes ihre Verschriften gehoorzaam, wenn dort wir von Menschen abgestellte Religion. Aber das ist was fertig passiert. Gott gibt uns vielleicht sozusagen eine Hausregel, Gott gibt uns ein gewisses Ding, was wir sollen nicht sollen tun. Und dann merken wir uns dort viel, viel breiter. Und dann gibt es ein leifloses und ein gnadenloses System. Wenn jeder Mensch, was nicht nur mir liegt, das ist nicht ein Christ. Und jeder Mensch, was nicht krank so tut, als ich, das ist nicht ein Christ. Oder jeder Kirche, was nicht so tut, als wir tun, das ist eine unrechte Kirche. Und das ist, wo wir fertig sind. Wenn wir haben ein System von Verschriften und Regeln, und es steht ein System von Leib. Und so, ein System von der Regeln, das kann so leicht ein leifloses System werden. Das ist meistens ein bisschen so Facebook. Ich kann da Freunde auf Facebook, aber ich kann nicht ein von denen, ich kann nicht mit ein von denen sozusagen ein Liebesverhältnis. Ich kann die bloß von Verschriften sozusagen. Und das ist ein bisschen unser Verhältnis einmal erst mit Jesus. Und so, Gott will nicht ein leifloses System. Er will haben, dass wir Leib lehren. Und so, Jesus sagt zu den jüdischen Lehrern, Gott lehrt Leib. Na, wir haben eine interessante Geschichte in Matthäus 9. Jesus heiratet sich Matthäus. Matthäus hat wie ein Taxcollector. Und der Taxcollector zu der Zeit, die werden verhasst, die werden zu sich geschoben, die schafften für die verhasste Räume. In den Namen von der einen fällt Tax und geben dort nun fremdet fällt. So, diese Menschen, die werden nicht hoch angesehen. Dort wären Menschen, die zu sie gingen, die können sie nicht leiden, die würden sie halt gleich umzubringen. Nu wählt Jesus sich Matthäus. Ich meine, dort ging so weit bis sie der Räajlen, als es ging. Aber nicht bloß dort, dann wird Matthäus in Vers uitreiten und Jesus mit seinen Jüngern tun. Und sagt die Schrift uns, dass viele Sünder und Zöllner, oder like die Taxcollector, kamen und eiten mit Jesus tun. Und dann sind die Pharisäer, die jüdischen Lehrer, die sind sehr unzufrieden. Und sie sagen zu Jesus, seine Jünger, wo wen hat jün Meister mit Sündertaub? Und dann sagt Jesus ein sehr interessantes Ding in Matthäus 9, Vers 13. Er sagt es dit, Gott en leert, was dit meint. Ich will nicht jene Opfer, aber dass je Mitleid bewiesen. Na weet je, die jüdischen Lehrer, sie kamen ihre Regeln nu. Sie hatten ihre Entjes sozusagen alle nur eine. En zij deden sehr genau, dat alle nu vallen. En niet bloß zij zelfs, aber zij andere Menschen merken sie, dat sehr genau nu vallen. Aber dat hat ein leifloses, gnadenloses System gegeben. Sie hatten kein Mitleid mit Menschen, die durch einen Sinn wären. Sie hatten kein Mitleid mit Menschen, die durch Trouble hatten in ihr Leben. Oder Menschen, die vielleicht anders lebten, als sie wollen. Und so Jesus sagte ihnen, ich will nicht Opfer. Na weet je, Jesus sagte, in ein System, wo Opfer das wichtige Ding wird, um die Sinn vergeben. Opfer wäre wichtig. Das ist nicht, dass Jesus sagt, die Opfer, das halt alle nicht an, oder das soll die mal alle zu sich schmieden. Das ist nicht sein Punkt. Der Punkt ist, dass all ihre Verschriften, all die Opfersysteme, was sie aufgestellt haben, haben ein leifloses System gegeben. Wenn sie haben für jeden, dass Gott ist ein Gott von Leib. Und sie haben einen Gott von Regeln, einen Gott von Gesetzen, einen Gott von Rechten, und sie hat nicht mehr einen Gott von Leib. Und so, all ihre Verschriften, dort wären leiflose Dinge. Und Jesus sagte ihnen, ich will nicht all jene Entjes kraken oder reden, dass es von Büten alle Krack Schmack sind. Er sagt, ich habe eine andere Stelle, jün sieht es so, als wird gefarbene Gräber, was von Bern voll Tod geknackt sind. Na weet je, hier in ons Land, hier haben wir einen Tag von Todes, einmal das Jahr, und dann waren die Gräber ausgeströmt und Blumen abgestellt, und das ist Schmack, wenn er da vorbeifährt. Aber wir wissen alle, dass durch unsere Erde, da sind verfühlte Menschen, da sind Knackers, da sind Tote Charpers, die trainiert worden. Und das ist, was Jesus sagt, dass ein System, von Büten sie das Schmack, von Büten sie das Krack aller Reich, von Büten sie rein sozusagen, von Büten sie Schmack ungetrocken, die Kirche hat Krack alle Schmack Regeln, aber von Bern voll Tote Knackers.
Und dort wird ich meinen, wenn ich sage, dass Gott will ein Liebesverhältnis bei uns, nicht ein System von Regeln. Wenn wir können einmal auch von Bütenkrieg reich lassen, aber von Bern voll Euer sind, von Bern voll Leiflosigkeit oder voll Ungerechtigkeit oder Hurerie oder alle Dinge, wo wir viel weg von reden, wo Jesus sagt, wo wir nur sollen von weg wegen, wenn wir sie nicht hängen sind. Und so, ich glaube, Gott sagt das selbst hier zu uns. Ich will euch jene Ondach, ich will euch jene Worship-Team, ich will euch jene Predigen, ich will euch jene Schmacke, Zeug, alles. Ich will jene Leib. Und dort, wo wir einmal nicht geistlich waren, wenn wir uns ganzes Leben mit Gott hat, als auf üterliche Dinge gesagt. Und so sagt die Ernte, ich will nicht Opfer. Na, das kommt von Hosea, von Alten Testament. In Hosea saß versaß, da sagt Gott zu sein Volk, ich sehe nur treu hat je Leib und nicht nur Opfer. Ich kijk mir Raum nur Gehorsam und nicht nur Brandopfer. Na, weet je, dat israelitische Volk, sie wären in oft Jatarinen geroden und sie wären vielmal in Trouble. Er sagt ein paar Vers fertig, wenn wir da lesen, er sagt, jene Leib, das ist Dans. Samarias. Wenn wir in Gruppe mit Butte haben, dat Dans da rüt und dat Fuß war weg. In andere Wege, was er sagt, dat jene Leib, das ist nichts. Je haben jene Opfer so nur je don't mich noch anbeten wie ein Tempel. Jesus sagt auf einer steht, dat mit ihren Lappen loben sie mich, aber ihr Hort ist weit auf von mir. Und das alles, das selbst je denkt, dat ein uiterliches, religiöses System, was leiflos und gnadenlos ist, dort will Gott nicht. Er will deine Leib. Er wird gleich mit die Freunde sein. Er wird gleich mit die taub zu gehen. Er wird gleich in ein Leibesverhältnis mit die abbauen. Und das ist ein Ursache, wo wenn wir einmal nicht geistlich wissen, wenn wir satten uns ganzes Leben ab eine gewisse Sort von Regeln. Na, das ich sage, Hausregeln sind gleich immer arg. Wir brauchen gewisse Regeln ans Leben. Aber wenn dort die Hauptsache wird, wenn dort das Evangelium wird, dort wird sozusagen unsere Radung, dann ist es meist einmal, vielleicht können wir sagen, einmal ein gnadenloses, ein leifloses System. Und so, wir wollen ein Liebesverhältnis haben mit Gott. Und so heißt es wieder in Lukas 11, Vers 42, er sagt, weil ihr Pharisäer, die geben vom Peppermint und Dahl und alle Kirchenkrut den Tierenden, aber am Leib zu Gott in Gerechtigkeit kommen ihr nicht. Und so Jesus sagt zu den Pharisäern, boy, je haben die Ernten alle nur Je geben die Tierende von alles, von Dahl und Pepperkrut und was haben wir alle am Gott. Und so er sagt, von das geben wir alle 10%, aber je kann nicht Leib, je kann nicht Gerechtigkeit, je kann nicht Barmherzigkeit, je verdammt Menschen links und rechts, wenn die vielleicht nicht eher Krut alle nur haben. Und so verschiedene Dinge haben sie aber Leib, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, dort wir nicht in erstes System. Oder wir können sagen, dort wir nicht in ihre Rede. Und so Jesus, er behandelt Menschen und Leib. Jesus, zum Beispiel, er bejaht Leprakranken. Na, Leprakranken zu der Zeit waren die ganz verschmähtenste Menschen, was es gibt in der Gesellschaft. Und so Jesus, er behandelt ihn mit Leib, er bejaht ihn, er schiert ihn an. Das war ein großes Ding in erstes System. Er ist Sünder. Einmal sagen wir, dass vielleicht bin ich gewisse Zeug, oder eine gewisse Stelle durchstift all das Mehltaub. Was wir meinen mit dort ist, dass dort, wo die Sünder sich taub treffen. Einmal habe ich das Zeug genommen gehört, dass du bei Lebenswasser stiftet Mehltaub. Und ich will Ihnen sagen, wir sind Beruf mit den Namen. Wenn dort, wo Jesus wäre, bei Jesus stiftet Mehltaub, dort, wo ihn Matthäus mit all seinen Tagsgeleiter Freunden Sünder darum das sagt, dort, wo ihn seine Hurerin, was sie geritten haben, bei Hurerie drieben, dort, wo ihn Jesus da sagt, ich verdamme die nicht, aber go und sinn nicht mehr. Er sagt, ich leib die, ich verdamme die nicht, glaub an mich, und dann drehe ich von deinem Leben. Und so viele andere Menschen, die folgen sich nur Jesus getroffen. Wisst ihr, wo wir? Wenn er handelt mit Leib und er steht mit Regeln. Er handelt mit Leib nicht mit, oh, du bist nicht reich angetroffen, oder du sollst die Schäme über das, oder was immer wir alle haben. Und so Leib wie wichtig. Jesus behandelt die Menschen mit Leib. Als Jesus einen Tag durch Samarien geht, dann traf er eine Frau. Und wir sind bekannt mit der Geschichte. Und sie reden da von Wutterdrinken und von ihrem Mann und verschiedene Dinge. Aber da fragt diese Frau Jesus eine sehr interessante Frau. Und sie fragt Jesus, okay, sie sagt, ich weiß, du bist ein Prophet, ich kann es sein, wenn Jesus wusste, dass sie 5 Männer hat. Und so eine Dinge. Und so sie sagt, ich kann sein, du bist ein Prophet. So sei mir mal, wo es reich anbeten.
Op dit borg er in Jeruzalem. En weet jullie, dat is onze vrouw, nog immer. Woons reich, deze kerk, er die. Deze muziek, er die muziek. Deze kledij, er die kledij. Wat is reich? Dat is een vrouw, wat wie immer een vrouw. Aber ik vind in mijn leven, wenn Menschen mij vragen, okay, wat woons reich? Dat heeft gewöhnlich immer te doen met een systeem van Räajlen. Dingen wat ons voorgeschreven zijn worden. En dan zegt Jezus trouwens dit. Aber de tijd komt, en het is nu al dat de waarhaftige aanbidder den Vader im Geest en in de waarheid aanbidden worden. Maar zo'n aanbidder zegt de Vader. Nou weet je wat Jezus zegt in andere woorden? Hij zegt, de tijd komt, wo we nicht mehr op das Boy worden aanbidden, in Jeruzalem, bij jene kerk, bij die kerk, de tijd komt, wo du een persoonlijk verhältnis wirst haben met God. Dat is wat Jezus kwam geven. Dat is wat Jezus kwam opstellen. Hij kwam de gordijn te rieten. God die woont sozusagen hingen de gordijn. En bloos de hoge priester kunnen nemen. Dat weer het oude systeem. Maar Jezus kwam dat omenderen. Jezus kwam die zin wegnemen. En nu kost du, wo immer du bist, en wat immer du das, aber du kannst Gott durch anbeten, wo du bist. Du brauchst nicht mehr bei der Kirche sein. Na, wir wollen bei der Kirche sein, Gemeinschaft haben sie wieder, aber das ist nicht, wo deine Erlösung ist. Deine Erlösung ist nicht in einem gewissen System, in einer gewissen Taufe, in einer gewissen Kleidung. Deine Erlösung ist in einem Verhältnis mit Jesus Christus. Das ist, was Gott will. Und das ist, wo wir wollen ben wosen. Und so er sagt der samaritische Frau, weißt du was, das Boy, na weet je wat sie von reden wir? Dat de Samariter hadden door een tempel gehad. Een paar honderd jaar voor Jezus kwam, dan hadden de Juden, de Samariter, er tempel vernicht en doelgebracht en verbrand. Dat weer part van de vriendschap wat het tussen de Samariter en de Juden weer, als Jezus hier weer. En zo zei zich, de Juden hebben ons dit doelgebracht, maar ze zeiden niet de weer, maar dat is de Meinung dahinter. En zo, wie blijven dit ons bij zum aanbeden, hier zal wie God dan die Juden zijn in Jeruzalem, wo es der Rechte steht. Dat wie ihre Frau. En Jezus zegt, der Rechte steht erst in Verhältnis mit Gott. Und das ist sehr wichtig für uns, wenn wir denken an Gott anbeten, wo es der Rechte steht. Oder wo soll es mir Loten von beten? Wo soll meine Haar sein? Oder wo soll mein Bord sein? Oder wo soll meine Schuhe sein? Das sind alles Themen, wo wir bekannt sind. Besonders in uns Mennonitischen Volk. Und Jesus sagt zu uns, weißt du was? Die Zeit ist nicht hier, dass Gott will ein Verhältnis haben mit dir. Nou, ik geloof aan de dingen zijn in ons leven wat aardig zijn, daar red ik ver weg van, dan moeten we ervan wegwegen. Maar waar we niet door aanvangen, waar we mal aanvangen met God leven. En zo, hij zegt, op een steed zegt Jezus, de Jüdische leiders, ze gaan Jezus te waren aan de vol te zijn, ze willen hem aan de vol aanbrengen. En dan vragen ze aan verschillende vrouwen. De Sadduceer vrouwen, wenn een vrouw wat 7 Maanden hat sich bloß uitgedacht, glaube ich. Aber sie kommen mit verschiedenen Dingen nach Jesus. Und dann kommt der eine nach Jesus und sagt, wohnst das geradste Gebot? Like, wir haben diese lange Reihe von Gesetzen. Wir haben diese lange Reihe von Vorschriften. So wohnst das Wichtigste. Kriegt die Frau, was die samaritische Frau fragt, wohnst welcher? Das Boy oder Jerusalem? Kriegt die Frau, was wir für haben, wohnst welcher? Dieser Kleidie oder die? Dieser Tjoek oder die? Dieser Anbetung oder dit? Dieser Musik oder diese Art? Wohnst reich? Und Jesus sagt zu uns, so steht. In Matthäus 22, 37, er sagt, du sollst den Herrn, den Gott, mit dein ganzes Hort leben. Für jedmal von allen uiterlichen Vorschriften. Und Gott sagt, leef me. Ich will ein Verhältnis mit dir. Und so er sagt, du sollst den Gott von ganzem Herzen leben, mit deiner ganzen Seele, mit all deinen Gedanken. In andere wäre, das Verhältnis mit Gott ist ein Verhältnis auf Leibgebiet. Na, weet je, dit scheinbar von alle Bund. Und du seht ich erst, dass Gott sein Ziel im alle Bund, wir gleich bloß Verschriften, dort wir Leib. Aber das hat Verschriften gegeben. Sie hatten sich durch viel mehr beigetan, als Gott entgeben. Zum Beispiel von den Sabbat. Sie, Geschichtsschreiber sagen, sie hatten über 600 Verschriften, bloß am Sabbat allein. Und so, die hatten ein dickes Buch sein, voll Räajlen. Und Gott sagt, weißt du, was das Wichtigste ist, das Leib für Gott. Für jeden Mal von, dass du bist besser als die Zellner. Für jeden Mal von, dass die sittet recht angetrocken als Jana. Für jeden Mal von, dass du hast einen schmackeren Haircut als Jana. Was immer das alle ist in uns Leben. Für jeden Mal von,
en vrouw die mal leeft Gott. Hij een Liebesverhältnis mit Gott. So hij sagt, wir sollen Gott lieben von uns ganzes Hort. Dit is das geradste en eerste Gebot, sagt er. En dan zegt er wieder, en dat tweede Gebot is met dit ligt. Dus als die Nober groot zou lieben, als die zelfs. Dit wordt een beetje aller Time zijn nächste zondag. Nächste Botschaft, die is die voor mij. En so, hij zegt, lief Gott en lief Menschen. Nou, Jezus sagt nicht, dat een van deze Geboten is hechers onder. Die zijn gelijk, aber die sind beide gleich wichtig. Wir haben unsere Vision in der Kirche sei, wie Gott liebe Menschen dienen. Das ist ein Ziel als Kirche. Und so Jesus sagt, lieb Gott mit alles, was du bist und du hast, und lieb die Nächste als die selbst. Und wenn ihr hier in dieser Geschichte, wenn wir die wieder lesen, dann vertelt Jesus die Geschichte von den Samariter, was den halten deed, was wir halb doodgeschlagen von der Dieb. En andere weer een Samariter, wat er verhast weer en versmeten en wat er ziet gesteld weer, die halb in Jud. En dat is wat Jezus meint, wer is die Nächste, wem sollst du leven? En so Jezus zegt zu den Juden, wenn je würden die Aussatz leven, wenn je würden die Verschmetene leven, wenn je würden Leib haben für die Samariter, je würden Leib haben für andere Menschen. Dat is wat Gott von Jud will. Guten Hüssen leert, wat dit meint. Ich will nicht jene Opfer, ich will jene Leib. Und Gott sagt es selbst zu uns. Er will nicht bloß uns uiterlicher Gottesdienst. Er will nicht bloß unsere Leute in die Kirche und uns hängen abheben und uns, was immer wir alle tun. Ich glaube, das sind gute Dinge, das muss ich recht tun. Wie kann Gott anbeten? Wie kann Gott verherrlichen? Aber er will Leib von dir. Und so das ist Ziel, das wo Jesus starb, zum ein Leibesverhältnis abstellen zwischen die und arm. Und dann sagt er, ab diese beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und auch die Propheten. In andere Worte, der rein ganze Alte Bund, 10 Gebote und alles mit angeteilt, hängt an Leib. Das wie Gott sein Ziel. Aber sie hatten da alle Hand von gemerkt, was nicht reich wäre. Wir sind gemerkt für Verhältnisse. Wir sind nicht bloß gemerkt für Regeln und für Vorschriften und für ein System, wo du bloß Krieg alles nur hast, aber das keine Leib bin. Keinem von uns wird wirklich schein in so einem System. Aber wenn wir in einem System sind, wo Leib ist, uns wird angenommen, wir können uns verdrehen einander und wir leben Gott und wir dienen am, wenn wir am Leben, wir sind Gott gehorsam, wenn wir am Leben, nicht wenn wir Vorschriften haben und nicht wenn wir so feilen, wie machen das, was die Prediger dort sein, aber wenn wir Gott leben, wenn wir am Leben. Oder wenn wir am Gehorsam sind, wenn wir am Leben. Das ist, was Gott will von uns. Er will nicht dienen Opfer, er will dienen Gehorsam. Und so, Jesus sagt wieder in Johannes 14, 23, Jesus sagt ihm, wer mir Gott ist, wird mein Wort holen, und dem wird mein Vater Gott sein. Na, das ganze Ding rächt sich am Leib. Jesus sagt, wer mir Gott ist, der wird mein Wort holen. Und andere wieder, wenn ich Jesus leben will, dann will ich am Gehorsam sein. Und weet je, wir haben einmal alle Hunde Räajlen. Wenn wir nicht Räajlen haben, dann wollen wir nicht gehorsam sein. Ich weiß von einem Prediger, wo mal sehen, dass ich würde gleichen von Heilige Geist zu predigen. Ich würde gleichen zu predigen, dass der Heilige Geist fällt, aber ich habe Angst, wenn ich dort predigen, dann wollen wir meine Menschen verfliehen. Was er sieht, ist, dass wir haben unsere Regeln abgestellt, um unsere Menschen helfen, und Gott kann das nicht. Und das, wo wir fertig sind in einem religiösen System. Na, ich weiß, dass wir Menschen haben freie Welt und einmal gut war, aber das ist danach Gott sein Ziel und das ist danach Gott sein Plan, dass er will ein Leibverhältnis mit uns haben, wo der Heilige Geist in uns wohnt und wo er mit uns tut durch das Leben. Dann sagt er, und bei dem, wo wir uns kommen, tust mir. Jesus sagt, wenn ihr mich leben, dann wollt ihr mich horchen, und ich und der Vater, wir wollen Gemeinschaft haben mit euch. Weet je, wir wollen bei euch an das sitzen. Wir wollen mit euch kommen spazieren, so wie Matthäus, oder so wie Lazarus und seine Schwestern. Jesus sagt, Leib, wenn Leib die trifft, wenn du deine Früh leben lässt, dann darfst du Dinge für wenn du weißt. Oder wenn du deinen Mann leben lässt, du darfst Dinge für den, und andere wieder kann sagen, du harrst in der Ehe, wenn die leben nicht einander. Und so du jäst nicht nur eine andere Person, wenn du lebst deine Früh. Oder du jäst nicht nur ein anderes System, oder das allerhand Dinge, oder tragst weg von deiner Früh, wenn du lebst. Aber das ist ein Liebesverhältnis. Wenn das ein Verhältnis ist, voll von Regeln ohne Leib, dann ist es eine schwere Ehe. Some sind vielleicht in so einer Ehe, aber das ist nicht, was Gott plant. Und das ist auch nicht, was Gott will mit uns Leben verarmen.
En so Christen van Leew naar Räajlen, dat is verken wat we doen. We gaan sozusagen van Leew naar Räajlen. We fangen vielleicht in Leew an en dan messen wir es in Räajlen. In Kolosser 2,17, da schrift Paulus und er sagt, dass wenn die nu mit Christus abgestoßen sind, die haben nu ewiges Leben, wohin will die irgendwas holen an das Prinzip von dieser Welt? Und dann sagt er, du sind so eine Dinge, du sollst das nicht sein, ja nicht sein, und du sind hell da, was sie machen holen. All so eine Dinge, dort brachten sie drei an. Und andere wieder, die jüdischen Christen versuchten religiöse jüdische System mit Beschneidungen, Deo und hell und all die Dinge, versuchten sie in die Kirche anzubringen. Und dann sagt er das wären alles nur Schattenbilder von dort, was noch kommen soll. Die Wirklichkeit ist Christus selbst. Und andere wieder, was Jesus sagt, all diese Verschriften, was die im Judentum haben, all diese Verschriften, was die nu wollen in die Kirche anbringen, dort wären Schattenbilder. Dort braucht Gott zum Jünd sozusagen lehren, wer er ist, und zum Jünd das ein Tun haben, das ein Lehrer, sagt er in Galaterbrief. Zum Jünd was Jesus bringt, aber der wirkliche Ding wie immer Jesus. Dat werkelijke denk wie een verhältnis met God. En so dat wordt hier ook in Kolosserbrief passiert. En dan sagt hij een zeer wichtig ding, wat ganz topgeknackt is met die geestelijke wachstum. Hij zegt dus dit, dat zit wel zo, als van dat zich zelfs opgeleide from zijn, en deze falsche Demut nu wesentlichend wil zij den Körper schonungslos behandelen. We moeten betreden wat Jezus zei tegen de Farizeer. Hij zei, je zijn wetgefarbene Gereven, voldoende knekers. En dat is correct wat hij hier zegt. Weet je, een religieuze systeem met Räajlen, dat zit het van buiten aan je mal fram. Dat zit het van buiten aan je mal smak. Wenn de eindjes zijn, alle naar rij. Wie dan krijgt dat recht te denken, wie zit het alle even rein in de kerk en dat is alle zo smak. Zo is het verder in een religieuze systeem. En zo hij zegt, dat zelfs opgelegde vrouwen zijn. Maar nu hoor ik wat hij zegt. Hij zegt wieder, oberfleischliche Leidenschaften worden dadurch op kein Weg onder Kontrolle gebracht. Weet je wat hij zegt? Hij zegt, die dode knerkers in die worden niet over sie geschafft, wie een systeem van Räajlen. Dat komt durch een systeem van Leew. Dat komt durch Jesus Christus. Weet je, hij kon die hart reinmerken van binnen. Hij kon die helpen. Dat du was een verhältnis hebben met hem. Dat we niet bloos witgefarbene Gereven zijn, voldoende knerkers. Weet je, een witgefarbene Graf, voldoende knerkers, kan niet wassen. Wenn du was geistlich wassen, dann musst du erstmal nie het Leben haben. Und wenn du das Leben hast, dann sind da vielleicht Dinge in deinem Leben, wo du musst von wegwegen, wo die dicke Luft zwischen dir und Gott abbringen. Und dann lehrst du Gott zu leben. Weil je geistliche Wachstum meint, dass ich lebe Gott Dollar und Dollar. Und in dieser Leben sieht Gott Dollar und Dollar gehorsam. Aber das ist ein System, das an Leben dreht, nicht an alle Hunde Räajlen. Und dann sagt er, wie aus dem Horten kommen beise Gedanken, Mord, Ehebrach, Hurerei, Stehlen, falsche Zeichnis und gottlos, lasterliche Reden. So Jesus sagt in Matthäus 15, das, die Juden wären da waren unzufrieden, aber arm werden sie nicht jünger, die nicht recht die Hänge waschen. Und dann sagt Jesus zu ihm, weet je wat in je Müll nennt, dat eten, dat je er in Charpen an zu waschen, aber was wirklich ein Mensch anrein merkt, das was in den Hort ist. Und darin sagt Jesus, ich will nicht jene Opfer, ich will jene Leib. Ich will nicht ein System von Räajlen, ich will jene Leib. Und Jesus sagt dasselbe für uns von dir. Wenn du was geistlich wissen, dann Frau, die diese Frau leibe Gott, hat ein System von Räajlen. Vielleicht hast du ein System gelehrt von Tüß und du musst in der Kirche fahren, du musst in die Bibel smart lesen. Gute Dinge. Aber was ist dein Hort? Das ist die Frau. Und wenn Gott will uns ein Hort geben, was nie ist. Er sagt auf einer Stelle, ich will je ein steiniges Hort rausnehmen und ich will je ein fleischliches Hort geben. Wir brauchen geistliches Leben von Gott zum geistlichen Wissen. Wir müssen Dinge in uns Leben wegwegen von Ferien, Dinge, die uns von Gott tragen oder was unsere Gemeinschaft mit Gott hindern, da müssen wir von wegwegen. Und wir wollen ein Leben haben für Gott, nicht ein System von Räajlen. Und so, wenn du was geistlich wissen, dann sagt Gott dir, lebe mich von den ganzen Hort. Na, weet je, in Römerbrief, da sagt Paulus, in Römer 5, in einem Vers, da sagt er, dass uns durch den Heiligen Geist
als uns de Liebe Gottes in ons hart uitgegaan. Vielleicht fragst du dich, okay, wo kann ich Gott leben? Und welche Liebe kommt auch von Gott? Jezel het leven komt van God, Glauben komt van God, Liebe komt van God. Und so frau Gott, dass hij die wat fel mit seiner Liebe. Vielleicht kamst du damit, irgendwas in deinem Leben passiert und du bist sozusagen unzufrieden mit Gott oder du warst nicht wirklich im Verhältnis mit Gott, wenn das was passiert in deinem Leben, was du nicht verstehen kannst. Dann würde ich die frau Gott, dass hij die wat fel mit seiner Liebe. Wenn du brauchst seine Liebe. Wir Menschen sind euch fähig, Gott zu lieben. Wir kennen euch, wenn uns hört, das Beis her. Aber wenn Gott, der ist sein Heiliger Geist, hat seine Liebe in die uitgegoten. Paulus schrift in 1. Korinther 13 von Liebe. Und er sagt, wenn ich de beste Red kann haben, und ich kann alle Handgoven haben, ich kann Boi versaten, und ich gebe mein Habengeld nur den Armen, also aber ich habe keine Liebe, dann ist es so, wenn ich eine Ladegruppe rumgebe. Gott will nicht deine Opfer, er will deine Liebe. Und so wenn du was jährlich wissen, dann nimmt Jesus an, das ist der erste Stück, das du jährlich Leben hast. Wegen von Dingen war ich in dein Leben, was ich von Gott dran, und dann lehre Gott zu leben. Mit dem Leben, was heute ja durch sein Heiliger Geist. Muss Gott uns helfen, alle, dass wir können lernen, Gott zu leben und an zu dein ut leben. Nicht ut Räajlen, oder wenn wir machen, oder wenn wir so gelehrt haben von klein an, aber dass wir Gott dein ut leben. Ich will noch mit dir beten. Ziemlicher Vater, Dankeschön für jährliches Leben. Dankeschön, dass du uns wiesen lässt, was reich und ordentlich ist, und dass du uns helpst durch die Kraft von Heiliger Geist von Dingen wegwegen, wo uns von dir tragen. Und Dankeschön für die Liebe, was du in uns Hort hast gegeben. Und ich bete für jede Person, die das hört. Ich weiß nicht, wo ihr Verhältnis mit dir ist. Vielleicht sind sie abgewaschen in ein System von Räajlen. Vielleicht sind sie abgewaschen mit, ich muss das tun, ich muss das tun, und ja, muss ich tun, und das kann ich nicht tun. Und ich bete, dass wir würden lernen, die zu leben. Und dass wir die Folgen uit leben. Und dass wir die gehorsam sind uit leben. Und ich bete für jede Person, die das hört, Herr, ich freue, dass du wirst mit deinem Heiligen Geist leben und ihr Hort uitgeben. Und dass sie die wollen leben von ganzem Hort, von alles, was sie sind und haben. Und dass wir uns wollen lernen und einander leben, dass du uns leben lässt. Mag Gott dir segnen. Hey, wir haben eine gute Botschaft gehört. Und wenn du die so fällst, dass die fehlt nach die erste Staub zum Wassen, dass du hast noch nicht Jesus angenommen, dann will ich mit dir hier in Gebet beten, wo du kannst Jesus annehmen. So bet bloß mit mir mit, oder vielleicht wenn die nicht Kinder dazu sind und sie wollen Jesus annehmen. Ich würde die aus Vatermut merken. Bet dort mit deinen Kindern taub, oder aus Eltern. Bet das Gebet mit deinen Kindern taub, so dass sie können auch Jesus annehmen. Dankeschön, Jesus, für deine Liebe für mich. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du bist der Einzige, der mich raten kann. Ich nehme das an. Dankeschön für meine Sünden vergeben. Ich will dich nicht dein. In Jesus' Namen. Amen. Hey, das ist ein sehr kurzes Gebet. Und mich freut, dass wenn du das Gebet hast, ich würde bloß gleich zu fragen, dass du uns weiten lassen, wenn du das Gebet hast, damit wir die können helfen mit den nächsten Staupen zum Wassen. Und wenn du wollen, die Taufen lassen, wir wollen die auch gleich mit dort zu helfen. Hey, ich will dir bloß wieder Gelegenheit geben, dass wenn du was geben in der Kirche, dass du dort kannst tun. Von der an, von Klock 11 bis Klock 12, was du wer von den Diakonen bei der Kirche sind. So, du kannst das Geld durch zur Hand bringen. Oder du kannst das auch in der Werk hier in der Lebenswasser Office bringen. Von 9:30 bis Klock 12. Oder von Klock 1 bis Klock 5. Das ist von Montag bis Freitag. Hey, hier sind noch ein paar Bekanntmerkungen. Das erste, wir wollen nicht mehr an der Mädwerkkirche online haben, so wie über die letzte Zeit haben gehört. Aber wir haben gute Nachrichten, wir wollen den 7. Juni, weil wir bei der Kirche in Worship Night haben, wir wollen einen Anbetungsabend haben, wir wollen dort bieten tun, wir wollen dort einen Stage abstellen, wir wollen Lichter haben, und dort wird sehr Fan sein. Wir laden ihn bloß an, dort ans Worship-Team wird zu sein, sie wollen uns leiten in Anbetung. Pastor John freut sich all für uns durch eine Botschaft bringen. Dort wird der 7. Juni, Klock 7 sowas sein, so kommt bereit für dort. Lud ihn Freund an, bringt ihn mit. Ich glaube, wir wollen durch eine sehr gute Zeit haben, weil bei der Kirche in Person alle taub kommen.
En dan dat Näakjste, wie planen den 14. Juni waren met normal Tjork anzufangen. Wir waren klok 9 und klok 11 waren ein Service haben. So, dort ist der 14. Juni. Wir freuen uns all, zum waren in die Tjork kommen. Hey, wir sind bald angekommen von diesem Service. Ich würde bloß gleich ein Jünd Mauto merken, sieht mit jüne Familie taub, Luther Schein gehen und mag Gott jünd segnen, was wir uns wahrer sein.